Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Gleich am Anfang, da seid ihr noch alle dran. Ich kann dieses Jahr keine persönlichen Readings mehr annehmen. Es hat nichts mit irgendjemand persönlich zu tun oder dass ihr denkt, der oder dem seins möchte ich nicht machen. Ich bin ausgebucht und ja, ich habe ja nun mal nur die Zeit, die ich habe, also nicht böse sein. Entweder lasst ihr dann von dem Kollegen gucken, wenn es dringend ist, oder ihr wartet bis Januar, da geht es dann wieder. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas war es noch. Ach ja, diese Woche habe ich den Sonntag mal rausgenommen mit der Legung und habe die, ich glaube Vollmond kommt, ne? Die Mondlegung auf jeden Fall reingemacht für den Samstag. Ich meine, am Samstag ist das. Da machen wir am Sonntag nicht gleich wieder was. Und am Dienstag seht ihr dann die Sternzeichenlegungen für den Dezember. Das kommt sehr gut an. Ich denke, dass ich das beibehalte und vielleicht woanders reduziere. Mal gucken. Ich bin auch weiterhin bei Sven auf dem Kanal, nur nicht diesen Monat. Also falls ihr denkt, da gibt es irgendwie was oder ich bin da nicht mehr. Ich habe nur diesen und nächsten Monat wirklich kaum Zeit für meine eigenen Dinge und deshalb habe ich mich da mal rausgenommen. So, jetzt gucken wir, was die nächste Woche kommt. Wenn du noch einen kleinen Wochenimpuls für dich persönlich möchtest, bleib bitte dran. Denn am Ende kannst du dir da noch was aussuchen. Also es wird eine arbeitsame Woche. Wir schauen in das Thema Arbeit rein. Viele schreiben ja immer, ich arbeite gar nicht. Ja, das sind dann halt die Themen, an denen man arbeitet als Mensch. Trotzdem ist das Fundament hier sehr getragen, stabil. Etwas Berufliches kommt auch in Fahrt. Möge es ein Thema überhaupt sein, ne? Entweder geht es viel darum, dass man viel zu tun hat oder das Thema Arbeit wird irgendwie eins werden. Wir liegen im Haus des Glees drin, das ist schon mal gut. Wir können hier Konflikte hinter uns lassen, die uns nicht weitergebracht haben und auch sehr vieles klären. Wir haben hier im Haus des Hauses die Sterne drin. Also aus der Umgebung kommt hier Gutes, das Umfeld ist gut bedient. Auch wenn es da irgendwelche Unstimmigkeiten oder Konflikte gibt, kann man das hier schön klären. Und natürlich ist das Umfeld auch hier, ja, ich würde mal sagen, das bringt ein bisschen Glück mit für die nächste Woche. Seht ihr alles? Ja. So, das Schöne ist jetzt auch noch, dass wir hier mit den Blumen korrespondieren. Die Blumen liegen im Hause der Schlange. Hier kann sein, dass vielleicht auch Treffen stattfinden mit anderen, die uns sehr gut tun, die irgendwie auch so sind, dass sie uns inspirieren. Möglicherweise kann der ein oder andere hier so ein Mutterthema gut so stehen lassen oder ja, auch da, wo es verstrickte Wege gibt, liegt irgendwie das Geschenk drin. Ne? Es geht hier um Wege, die bisher nicht geklappt haben oder die sich verzögert oder verneint haben oder Entscheidungen auch, die man nicht getroffen hat. Vielleicht, weil man nicht mutig genug war oder weil der Zeitpunkt nicht günstig war. Aber hier tun sich neue Wege auf. Die korrespondieren hier mit dem Berufsthema oder mit der Berufung, mit der beruflichen Situation. Was hier sein kann, das Gegenüber liegt hier im Haus der Wolken drin. Es guckt in die Wolken rein. Es ist jetzt auch egal, aus welcher Perspektive du guckst. Das Gegenüber ist das Gegenüber. Und es kann sein, dass wir hier vielleicht so ein bisschen Klärungsbedarf haben oder dass das Gegenüber sehr viel zu klären hat. Es kann ja auch ein bisschen mit Konflikten einhergehen. Aber das Klärungspotenzial von den Dingen ist hier ziemlich hoch, denn
Die Konfliktkarte liegt im Haus des Schiffes drin. Ne? Da kommt man weiter, da geht es voran, da klärt man sich. So, was jetzt hier auch sein kann, sind so ein bisschen familiäre Umbrüche. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Es kann sein, dass tatsächlich auch da der Beruf irgendwie eine Rolle mitspielt. Vielleicht hat man selber so viel zu tun, dass die anderen eine andere Stelle einnehmen müssen oder einen anderen Stellenwert kriegen. Vielleicht gehen die Kinder andere Wege. Vielleicht, wie gesagt, das Gegenüber klärt sich hier auch oder versucht ein bisschen die Dinge wieder zum Wachstum zu bringen. Das Gute ist, der Sarg liegt hier im Haus der Sense drin. Ne? Hier sind auch so Verletzungen, die man auf der Lebenslinie mitschleppt, die hier beendet werden. Das heißt, man kann irgendwo Frieden schließen, einen Konflikt beenden oder auch einen inneren Kampf. Ne? Die Lilien liegen hier im Haus der Blumen drin. Eigentlich ist es ein schönes Fundament. Es könnte sein, dass alle zusammenhalten müssen. Ne? Einige kriegen hier aufgezeigt, dass die Liebe oder das Liebesleben oder das, was einem am Herzen liegt, vielleicht so einen neuen Schliff bräuchte. Hier gibt es Sachen von außen, die mit einspielen, die für Unruhe sorgen. Es kann sein, dass sich die eigenen Blockaden zeigen und die Liebeskarte an sich liegt im Haus des Neubeginnes drin. Also hier möchte sich irgendwas zeigen, was man neu klärt, neu strukturiert, neu lebt. Und hier in der Korrespondenz haben wir mit den Sternen auch die gute Voraussetzung dafür. Der ein oder andere mag sich hier überlegen, ob er zu irgendetwas Distanz aufnimmt, was mit dem Partner zu tun hat. Oder vielleicht auch so ein, ja, wie sagt man das, da wo so die Langeweile sich eingeschlichen hat in Partnerschaften, dass man diesen Turm, den beide um sich herum tragen, ja, sprengt oder auch, dass man einfach wieder mehr aufeinander zugeht, dass man trennende Situationen vermeidet. An sich gibt es hier Veränderungen in der nächsten Woche, die sorgen hier speziell dafür, dass etwas sich klärt. Das kann alle Lebensbereiche betreffen. Das kann ja auch in der Spiegelung, haben wir die Familienkarte und die Arbeitskarte, damit zu tun haben, dass etwas neu ausgelegt wird, dass man neues Wachstum irgendwo reinbringt und dass Langfristigkeit einfach eine Rolle spielt. Es geht viel um das Stabilisieren vom Umfeld auch. Und ich sehe, dass hier Entscheidungen sind, die haben mit dem Thema Freundschaft zu tun. Möglicherweise, das halte ich hier für sehr, sehr, sehr möglich, ist es hier so, dass, ich hatte ja hier schon gesagt, es ist so ein Gefühl von, wir müssen zusammenhalten oder wir machen das zusammen oder wir bringen die Dinge zusammen um. Und hier kann sein, dass die Kinder eine Rolle mitspielen oder dass eben die Freunde hier ein stabiles Umfeld bauen und dass es auch wichtig ist in der Woche, dass man da nicht in die Distanz geht, sondern dass man offen ist für die anderen auch mit. Wir haben hier im Hause der Wege die Freunde drin, ja. Hier kann auch sehr gut sein, dass es mehrere sind oder auch die eigenen Kinder, die Erwachsenen mit betrifft. Also es geht darum, aufeinander zuzugehen, Wege gemeinsam zu gehen. Und es kann ja auch sein, dass wir unterstützend sind bei Entscheidungen, die unsere Kinder treffen. Ne? Die sind hier auf dem Weg, die haben hier auch ihre eigenen Blockaden im Kopf oder etwas, was ihnen am Herzen liegt. Und
Ich sehe hier guten Input, einen guten Weg. Hier liegt die Sicherheit in der Spiegelung. Irgendwo wird sich hier ein neues Kapitel eröffnet. Also bei allen, die so ein bisschen mit den Gedanken viel bei den eigenen Kindern sind, ist es hier möglich, dass man Erleichterung kriegt, dass die auf den Weg kommen und dass sich dieser Weg auch gut anfühlt. Für wieder andere kann sein, dass aus Freundschaft Liebe wird, ja, oder dass man zu jemandem, den man so, ja, nenn es Freund oder freundschaftliches Verhältnis gepflegt hat, dass sich da was intensiviert. Was auch sein kann, ist hier, dass man an sich das Gefühl des Verliebtseins neu bekommt. Es kann jetzt in der eigenen Partnerschaft sein, da wo man Distanz aufgenommen hat, dass da wieder sowas wie Frühlingsenergie reinkommt. Möglicherweise entscheidet man sich hier auch für die Freundschaft neu. Also wenn es da irgendwelche Distanzen gab, werden die hier gelöst und irgendwas geht auf einen stabileren Grund. Für alle, die irgendwie eine Wohnung suchen oder einen Umzug planen oder irgendwas im häuslichen Bereich regeln wollen auf längere Zeit, liegt hier eine sehr gute Möglichkeit. Die liegt hier noch im Verborgenen, ne? Das kann hier sich plötzlich zeigen, das kann auch eine lange Strecke von Warten ablösen und es liegt hier verbindlich schön, ne? Total, also auch mit den Sternen wieder dran. Es ist einfach eine gute Qualität für Dinge, die im häuslichen Bereich zu tun sind oder sich auch verändern können. Man sieht hier die Chance auf einen Umzug oder ein, was weiß ich, wenn man eine Immobilie verkaufen will oder sich kaufen will, auch hier die guten Möglichkeiten, auch für langfristiges Weiterkommen in diesem Bereich. Es geht ein bisschen um schicksalshafte Beziehungen oder um alles, was in Beziehungen und Verbindlichkeiten und Verträgen hier in unserem Leben wird. Das liegt ja in der Korrespondenz mit der Veränderung und dem Neubeginn mit dran. Und es korrespondiert auch mit uns selber, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich etwas, was wir lange erarbeitet haben, für uns auszahlt. Wir gucken hier sehr in die Stabilität. Wir sind mit unserem Schicksal irgendwie eins. Man hat so das Ding, was man um sich herum braucht, erschaffen. Und hier kommt so ein bisschen dieses, das, was du erarbeitet hast, nimmt hier verbindlich eine gute Qualität ein von, ich fühle mich gut, ich fühle mich stabil, ich bin stolz auf mich. Was man hier auch sehen kann, sind so ein bisschen emotionale Nachrichten, Austausch über die Emotionen. Und nochmal auch, wir haben hier das Schicksalskreuz im Haus der Beziehungen drin. Es kann hier sein, dass ihr getriggert werdet durch euren Partner oder durch irgendein Gegenüber. Vielleicht schleicht sich hier auch irgendwo eine Konkurrenz in euer Haus und das könnte der Zündstoff mitbringen, den Zündstoff mitbringen. Wir haben in unserem Hause den Bären mit drin, ne? Es kann auch sein, dass sich hier Ex-Partner wieder melden, dass es Vaterthemen gibt. Bei dem Mutterthema kann man hier gut den Knopf dran machen, ne? Da sieht man auch die schicksalshafte Ebene. Und es kann auch sein, dass das von außen irgendwie sehr schön, ja, wie nennt man das, angetrieben wird, dass du da das ruhigere Gefühl damit kriegst. Das haben nicht alle, viele hatten auch eine schöne Kindheit, aber viele haben eben dieses Thema und für die gilt das. Auch wenn du selbst kein Mutterthema hast, bist du vielleicht Mutter und kriegst dadurch eins, aber ich sehe das hier wirklich in einer guten Qualität.
Ich habe eher so diese Spiegelung beim männlichen Gegenüber, dass da irgendwie Emotionen hochkochen, dass man da vielleicht auch schnell aus der Ruhe gebracht wird. Das hatten wir ja hier schon. Im Hause des Herzens liegen die Eulen drin. Es kann schon sein, dass da so vieles hochkommt oder naja, dass man einfach auch mal was austrägt an Konflikten. Im Haus des Gegenübers liegt der Brief drin. In der Korrespondenz haben wir die Wolken. Das heißt, vielleicht achtet man auch ein bisschen, wie man was sagt. Ich weiß, auch das ist nicht immer so leicht, aber das ist nur so ein Nebenbefund. Ich habe hier, seht ihr noch alles, was die Legung extrem bestätigt. Hier liegt im Haus der Arbeit die Sonne drin. Hier gucken wir in die Arbeitskarte rein. In den Spiegelungen sind die Möglichkeiten für Verträge, Aufträge, gute Energie, neue Verträge. Das kann ja auch sein, dass das mit euren Kindern zu tun hat oder dass ihr Menschen mit auf den Weg kriegt, die euch da ganz toll inspirieren oder Möglichkeiten mitbringen. Die Geldkarte liegt hier auch schön dabei, sie liegt in ihrem eigenen Haus. Wir haben das finanzielle Weiterkommen, eventuell geht auch viel Nachrichten über den Tisch, über das Thema Finanzen. Möglicherweise gibt es auch finanziell irgendwas zu klären, aber auch hier habe ich eine gute Qualität, denn auch in der Spiegelung liegen die Sterne für das Geld. Hier die finanzielle Sicherheit und hier im kleineren Bereich von außen angeregt etwas, was finanzielle Blockaden löst oder halt minimal etwas Gutes bringt. Das heißt, du kannst vielleicht eine Erleichterung, eine Ersparnis, ein Schnäppchen oder tatsächlich irgendwo kleineres Geld generieren. An sich ist es wieder eine Woche auch, wo wir viel mit Ausgleich und Ursache und Wirkung beschäftigt sind. Das Karma-Kreuz legt sich ins Haus der Sonne. Das ist eine sehr gute Sache. Da kann man etwas, mit dem man einen großen Konflikt hatte, sehr gut lösen. Möglicherweise auch mit Beziehungsthemen, ne? Oder alles, was Vertrag oder Verbindung, Vertraglichkeit, Verbündnisse so mitbringen, ne? Das Gute ist, dass sich das hier auf die Langfristigkeit spiegelt und es geht sehr darum, dass es dir am Herzen liegt oder dass das dein Herz auch erfüllt oder dein Herz aufblühen lässt. Es kann sein, dass es so ein bisschen mit Stress einhergeht, dennoch liegen wir im Haus des Klees. Der Klee liegt hier auch noch im Haus des Berges, das heißt, überall da, wo es so Hindernisse gab, kommt man langsam wieder auf die kurzen Wege in die Puschen rein. Und nichtsdestotrotz sehe ich weiß, ich sage es halt, weil es da liegt. Ich weiß auch, dass viele mit den Finanzen Schwierigkeiten haben, was vom Außen abhängig ist. Aber hier unten sieht man wirklich die beste Geldqualität. Also hier kann sich entweder eine Erleichterung einschleichen oder wirklich das Gefühl, gutes Geld zu verdienen, ja, sowas alles. Hier, das ist das, was ich oben meinte, irgendetwas zahlt sich aus oder wir kriegen die Früchte für unsere Arbeit hier hinzu. Also sehr schön eigentlich. Okay, ihr Lieben, wir belassen es dabei mit dem großen Blatt. Ich hänge noch ein kleines Auswahlorakel an. Ich würde sagen, wir sehen uns am Samstag wieder, 19 Uhr. Die Sternzeichen am Dienstag und bis so lang. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Wir haben hier den roten Buddha und hier den silbernen Buddha. Und dann schauen wir mal, was die Woche uns noch mitgibt. Ich habe es auch schon gleich.
Ja, das war jetzt blöd. Es macht ja keinen Sinn, wenn ihr die Karte schon seht, ne? Seht. Ich habe im Übrigen, fällt mir jetzt gerade ein, vergessen vorher zu sagen, einen WhatsApp-Kanal erstellt, wo ihr immer meine neuesten Videos abrufen könnt oder wo ich auch mal so ein kleines Goodie mache. Wenn ihr da dazukommen wollt, ich poste den Link dann nochmal in meinem WhatsApp-Status heute Abend. Und ja, da könnt ihr gerne rein, da sieht man eure Nummer nicht, ihr könnt aber auch nicht kommentieren, das kann man da nicht, aber man kann irgendwie so ein Herz drücken oder irgendwas, was man halt will. Ich finde es immer gut, denn es hat eben alles dann einen Platz und ist irgendwie auch beieinander, ne? Okay, ihr Lieben, dann nehmen wir noch eine Eule heute. Wir mal wieder ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Und dann dürft ihr aussuchen oder mit Personen oder mit Themen belegen. Oder ihr hört einfach beide an. Ich nehme den silbernen Buddha, den legen wir hier weg. Und dann schauen wir. Ja, wir haben hier mit der Brunnenkresse die Aufforderung, das passt ein bisschen zum großen Blatt, ne? Da geht es ja auch um Emotionen und es geht um Gefühle und emotionale Nachrichten und den Austausch über das, wie es einem geht. Und mit der Brunnenkresse haben wir tatsächlich, dass wir mal den Gefühlen freien Lauf lassen und das Wasser uns auch jeden Tag segnet und wir vertrauensvoll im großen Fluss des Lebens baden können. Ich glaube, manchmal ist es auch überfällig, dass man Dinge ausdrückt oder sagt, auch wenn sie unangenehm sind, denn sie erleichtern. Dann haben wir den ersten Schritt, wenn du irgendetwas vor dir hast. Man sah es im großen Blatt jetzt viel beim Beruf oder bei denen, die berufliche Situationen haben. Dann mach es so, dass du das Problem nicht als Berg siehst oder das, was es zu tun gibt, sondern zerlege es und geh Schritt für Schritt weiter. Haben wir hier noch? Ja, ein neues Thema oder Projekt begeistert dich. Und das ist genau das. Man nimmt was hinzu, man versucht viel zu tun und genau da kann jetzt eben eine Planänderung herkommen oder man mutet sich auch zu viel zu, weil es da viel zu lernen gibt. Und hier wird auch gesagt, hier haben wir ja den ersten Schritt. Bevor du den ersten oder nächsten Schritt tust, hol dir alle Infos ein, die du brauchst. Geh vielleicht auch Planänderungen an, also etwas, was du dir vorgenommen hast, braucht eine Änderung. Und gucke alle Dokumente ganz genau an. Man lernt hier sehr viel dazu und ja, es braucht auch die Info, um hier gute Ergebnisse zu kriegen. Du heilst dich immer selbst, sagt die Eule. Such die Antworten nicht im Außen, du findest sie in dir. Prima. Gucken wir uns die andere Seite an. Was sagt ihr Schönes? Der Löwenzahn. Der Löwenzahn hat ganz tiefe Wurzeln. Es ist eine Ahnenpflanze und hier geht es darum, sich die Kraft aus den Wurzeln zu holen. Ich hatte ja gesagt im großen Blatt, dass man familiäre Umbrüche sehen kann, wo man vielleicht auch alle zusammenhalten muss, darf oder kann. Und es kann ja auch tatsächlich sein, dass das Generationen auch, also dass es so aus einer Generationsthematik kommt und dass eben alle damit konform gehen, wenn da was Gutes passiert. Gleichzeitig, ne, hat die Pflanze zwei Aussagen.
Sie hat tiefe Wurzeln und dennoch tragt man die Samen weiter in einer Leichtigkeit. Ja, die Gebete sind erhört worden und werden beantwortet. Habt Zeit dafür. Der richtige Zeitpunkt ist wichtig. Und wir haben, das passt auch, hier haben wir das Thema Geduld, ne? Und hier haben wir, dass man denkt, dass man irgendwo eingeschränkt ist oder nicht weiterkommt. Und hier wird einfach auch gesagt, rette dich selbst, befreie dich selbst, warte nicht auf den Ritter mit dem weißen Pferd, der am Ende vielleicht gar nicht kommt, sondern kümmere dich um die Situationen, die dich unglücklich machen. Mach es mit Geduld und Ausdauer, baue auf deine Wurzeln. Und mit der Eule habe ich noch: Wenn du etwas manifestieren willst, brauchst du keine Gedankenkraft, sondern Gefühlsstärke. Folge dem Pfad der Freude. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich drücke euch bis bald.